Frage 5. Muss die Regnerleitung immer als Ring ausgeführt werden? Eine Ringleitung verteilt den Druck gleichmäßiger auf die Regner als eine Stichleitung. Bei einer Stichleitung kann es vorkommen, dass so viele Regner in Reihe geschaltet sind, dass die Regner am Ende nicht mehr die optimale Leistung erbringen können. Dadurch entstehen Unregelmäßigkeiten bei der Wurfweite und beim Niederschlag. Zwar spart es gegebenenfalls deutlich an Erdarbeiten, wenn eine Stichleitung gelegt wird, doch das sollte nicht auf Kosten der Gleichmäßigkeit der Rasenbewässerung gehen. Nachbesserungen sind oft aufwendiger als direkt eine Ringleitung zu verlegen. Sollte dennoch eine Stichleitung verlegt werden, so achten Sie auf die Anzahl der angeschlossenen Regner pro Kreis. Je weniger Regner pro Stichleitung angeschlossen werden, desto besser wird die Anlage am Ende funktionieren. Sicherheitshalber sollten die Sprühweiten mehrmals getestet werden, bevor die Gräben geschlossen werden. So können Sie gegebenenfalls noch zusätzliche Querverbindungen, zum Beispiel Ringschlüsse, einfügen.